Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute wieder mit der lieben Sarah. Ich bin mega froh, dass du dich zum, ich glaube, 4. Mal ist es jetzt schon, oder? Ich glaube schon, ja, kann sein. Bereit erklärt hast, ein wunderschönes Auto von dir vorzustellen. Ja. Also nicht wundern, wir sind heute nur zu zweit. Wir haben keinen Kameramann. Ich hoffe, das kriege ich jetzt mit meinem langen Arm trotzdem irgendwie hin, das halbwegs schön zu filmen. Für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, noch nicht zum 4. Mal gesehen haben, würdest du dich noch mal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Sarah, bin Kfz-Technikermeisterin und 31 Jahre alt. Und deine Hobbys? Meine Hobbys, eins davon steht hier. Meine Hobbys sind Autos, mein Leben dreht sich um Autos. Ja. Wie viele hast du jetzt? Ich glaube 9. Beim letzten Mal waren es 10, oder? Ja, kann auch sein, dass es 10 war. Also mit dem Motorrad vielleicht 10. Also es ist keins gegangen bis jetzt? Bis jetzt nicht, nein, aber eins wird gehen. Aber dann kommt auch wieder eins. Und heute stellen wir deinen wunderschönen zinnoberroten E30 vor. Also da habe ich mich wirklich schon die ganze Zeit drauf gefreut, weil ich finde E30 mega. Ja, würdest du uns einfach mal ein paar Daten zu deinem wunderschönen Auto erzählen? Gerne. Ich habe ihn seit 6 Jahren. Ist ein 325er Etta, also mit 2,7 Liter, aber leider nur der 122 PS. Ist mein insgesamt 5. E30. Der 5. schon? Ja, Krass, ich dachte, das ist der erste. Nee, mein erstes Winterauto war vor, keine Ahnung, 10 Jahren, 12 Jahren, ich weiß es nicht. Ein E30 318 in grün, in so einem ganz komischen Grün. Also alles Vor-Facelift, weil ich stehe auf die Vor-Facelift-Modelle. Danach ich habe die dann immer quasi für den Winter hergerichtet, also halt ein bisschen was dran gemacht und habe die dann wieder im Frühjahr verkauft, bis ich das Auto hatte, was ich haben wollte, und der steht jetzt hier. Ist auch schon mein 3. Etta, also ich habe 2 318 gehabt, der zweite 318er war in Prosit beige, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche oder so recht erinnern kann. Jetzt müssen wir bloß kurz weg, weil da fährt jemand aus der Garage raus. Dann kam wieder ein Etta. Hast du dich in Etta verliebt? Ja, ich stehe auf das Motorenkonzept. Es sind aber alles keine umgebauten, also nicht auf i umgebaut, sondern halt ganz normal Standard. Obwohl ich natürlich schon am Überlegen bin, vielleicht mal so einen Umbau zu machen, aber ich weiß nicht, ob bei dem oder beim anderen Auto, und deswegen will ich auch einen E28, weil da gab es ja auch den Etta. Und den E28 finde ich einfach geil mit der Haifischschnauze. Der Vorteil oder das, was ein Etta ausmacht, ist der Hub, also die 2,7 Liter eben. Das wird eben durch den Hub erreicht. Ich glaube, weiß nicht, ob die Kohlwelle anders ist, da bin ich mir jetzt nicht 100%ig sicher. Und mehr Drehmoment, also er hat halt mehr Drehmoment wie der 325, hat weniger Leistung, aber mehr Drehmoment. Wie lange? Du hast den jetzt schon 6 Jahre. Genau. Welches Baujahr ist der? 86. Und wie viele Kilometer hat dein Schmuckstück jetzt schon runter? Warte, ich muss schauen, ich weiß es nicht. 230.000. Fährst du den jetzt oder was machst du jetzt Nee, gerade also mit dem? ursprünglich habe ich die Autos für den Winter gekauft. Ja, steinigt mich, ist schon in Ordnung. Das Auto steht jetzt aber seit 2 Jahren, weil ich ihm dann gesagt habe, ich fahre nicht mehr im Winter. Er war aber dann ein Jahr. Zu schade, so ein wunderschöner E30. Ja, das ist mein Golf und ich will im Winter Heckantrieb fahren. Und ja, deswegen kam ja meine 36, den ich jetzt seit 2 Jahren habe. Das war ja das erste Video. Genau. Der jetzt übrigens auch zu schade ist für den Winter und ich mir einen anderen Daily holen will. Ja, aber also so der steht jetzt seit 2 Jahren, steht er jetzt. Abgemeldet. Also nicht wundern, dass er jetzt ein bisschen staubig ist. Dreckig. Ich habe es nicht mehr geschafft. Wir haben uns nach der Arbeit getroffen, es war relativ spontan. Es war richtig cool. Ich kam nämlich auf der Autobahn angefahren und denke mir so, da kommt ein geiler E36 und dann warst du schon neben mir. Das war echt ein richtig krasser Zufall. Ja, stimmt.
Aber das ist ein Vor-Facelift, Das ist oder? ein Vor-Facelift, ja. Die Stoßstange ist komplett aus Chrom, also aus Metall und verchromt. Aber das Facelift, hat die dann quasi aus Plastik? Genau, Oder? die sind Plastikstoßstangen. Und die Lippe, die da jetzt da unten dran hat? Das ist eine sogenannte umgangssprachlich Jimmy Hill Lippe, nennt sich die. Gab es aber original bei BMW meines Wissens. Das ist irgendeine Art M-Tech oder ich weiß es gar nicht, Sonderausstattung. Da bin ich doch nicht so gut, dass ich das jetzt weiß, wie genau. Dürfen wir mal unter deine Motorhaube Natürlich. gucken? Da ist das gute Stück. Aber der schaut ja auch noch, also jetzt sag ich mal vom Rost her, schaut der echt noch tipptopp aus. Samt Dom ist nichts. Nee, der hat eigentlich auch nur Rost an den hinteren Kennzeichenleuchten und ich glaube die Wagenheberaufnahme vorne, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Also das Auto hat nicht viel Rost, man merkt ihm die Winter jetzt natürlich schon an von unten und der Lack ist halt echt nicht mehr der beste. Also ich habe vor, den komplett zu lackieren, in Original, also in der gleichen Farbe. Der kriegt ein Koni Gelb Fahrwerk, härteverstellbar mit H&R 60-40 Tieferlegung und einteilige AC-Schnitzerfelgen, die habe ich schon. Hast du was vor? Ja. Wann willst du es anfangen? Das weiß ich noch nicht, weil ich mache jetzt gerade den Jetta und danach ist die Frage, welches Projekt ich als nächstes starte. Aber hast du jetzt, sag ich mal, hier schon mal irgendwelche Probleme gehabt bei deinem Etta? Also der Kühler ist mir vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren oder wann das ist ganz lustig. Wir haben eine Ausfahrt gemacht mit den roten Nummern und dann hat er genau, wo wir in die Halle reingerollt sind, gemeint, er muss jetzt kaputt gehen. Oi. Genau, und dann war halt der Kühler kaputt. Den habe ich, glaube ich, letztes Jahr gemacht. Aber wie ist es jetzt aktuell so mit E30-Teilen? Kriegst du da noch nie was? Oder ist schon also schwierig? ich bin jetzt nicht, ich finde, es muss jetzt nicht alles original sein. Du kriegst auch recht viel im Zubehör. Ob es jetzt ein Originalkühler ist oder ein Zubehörkühler, ist mir eigentlich wurscht. Ja. Aber du machst dann auch bei dem alles selber? Ich mache wieder? alles selber. Ja. Ja. Weil das hat nämlich auch schon ein paar gefragt. Nein, ich mache alles Außer selber. Ja. Also Macht das die Möglichkeiten, die ich halt habe. Also ich habe keinen Achsmessstand, aber entweder kenne ich jemanden vielleicht oder klar muss man manchmal Abstriche machen, muss sagen, wenn es schnell geht, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit nicht, da hilft es halt nichts. Ja. Aber vom Fachlichen her könnte ich es selber machen. Genau. Ich habe leider keine eigene Werkstatt, das heißt, entweder mache ich es nach der Arbeit in der Firma, wenn die Möglichkeit besteht. Dann muss man natürlich immer auch mit dem Chef reden und so, ob das geht, vor allem bei BMW etc. Das wäre jetzt was anderes, wenn ich in der Freien arbeite. Auf freien Werkstatt. Oder halt, man kennt einen Spätzle, kommt da auf die Bühne und von mir aus mache ich es am Wagenheber, wenn es ist. Ja, sie hat was drauf. Deswegen filme ich auch so gerne ab. Du hast ja gesagt, er hat irgendwie Lackproblemchen. Ja, ich mache jetzt mal die Haube wieder zu, oder? Ja. Wo hat er denn? Ach so, jetzt hier. Ja, das wollen wir jetzt nicht, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, der generelle Lackzustand ist nicht so gut. Man sieht es auf der anderen Seite. Der hatte wohl mal Streifen drauf. Ah, ja, hier sieht man es. Genau, ich gehe jetzt mal aus dem Licht. Ja, hier sieht Genau. man es echt gut. Und das zieht sich halt durch bis hinten und er ist auch durchpoliert. An der hinteren Stelle sieht man es auch voll. Ja, oder es ist halt schon eingebrannt im Lack, ich weiß es nicht genau. Bei den Rückleuchten sieht man jetzt auch nochmal gut, dass das ein Genau, richtig. Vor-Facelift ist. Die sind von der Bauform, glaube ich, gleich, aber die Kacheln sind unterschiedlich. Also die sind nicht so, sondern die sind halt anders. Weißt du jetzt, was beim Vor-Facelift noch anders ist als beim Facelift? Ja, das Frontblech ist anders. Das Frontblech ist anders. Und die Ausschnitte von den Radläufen sind, glaube ich, auch anders. Die Scheinwerfer, glaube ich, sind anders, aber gut, da sind andere drin, das sind nicht die Originalen drin. Hast du den jetzt so, wie er gerade da steht, gekauft oder hast du jetzt schon irgendwas an dem Auto schon? Nee, so habe ich ihn gekauft. Woher hast du den? Den habe ich aus eBay, glaube ich, raus. Und zufällig war das auch noch ein ehemaliger Arbeitskollege. Ah, das ist ein Kam richtig, dann raus. das ist ein schöner Zufall. Genau, ja. Wo hat er jetzt so seine Rostproblemchen? Sag ich Also- mal, hat er jetzt Probleme an Schwellern? Wie ich schon gesagt habe, also hinten Kennzeichenleuchten hat er Rost und ich glaube an den Wagenheberaufnahmen Schwellern da unten. Aber das müsste ich mir jetzt nochmal genau anschauen, das weiß ich gar nicht. Sonst hat er gar nicht so viel Rost, trotz die Winter, die ich gefahren bin. Ich muss auch dazu sagen, ich habe alle meine Autos, tue ich vorm Winter oder nach dem Winter auch alle 1 bis 2 Jahre tue ich die versiegeln und Hohlraum konservieren. Und Ach, das machst du? Unterbodenschutz, ja klar. Das ist schön. Weil gerade dann hast du ja auch schön lange Freude an deinen Autos. Genau. Also man sieht ihm den Winter an, wenn man ihn unten hochhebt. Aber jetzt nichts Extremes. Ich meine, ganz ehrlich, die Autos sind früher auch im Winter gefahren Ja. worden. Ich glaube, so Schnee und Wasser, das macht dir nichts, aber ich glaube, das Salz ist halt, das Problem, ja. das richtig. frisst die Karosse richtig. Aber wenn man da ein bisschen dahinter ist, das Auto regelmäßig wascht, Unterbodenwäsche mal ab und zu macht
oder eben auch konserviert, Unterbodenschutz und da halt einfach hinterher ist und die Möglichkeit hat, das Auto auf der Bühne oder von unten anzuschauen, dann kann man halt auch rechtzeitig agieren. Können wir uns das mal hinten anschauen? Natürlich. Was du gesagt hattest mit dem Rost, weil ich glaube, das ist genau dasselbe Problem, was Max bei seinem E30 auch hat. Ja. Weil die Kennzeichenleuchten, die sind ins blanke Metall reingeschraubt. Ja. Also da ist keine Klammer drauf oder so, sondern die sind reingeschraubt und das ist das Problem. Aber sonst schaut er echt. Wir können ja mal gucken, ob wir von unten hier was sehen. Aber ich glaube, der schaut ja top aus. Ja, top jetzt nicht, aber ja. Also doch, ich habe schon okay. Ich habe schon schlimmere Autos gesehen, aber so, was man jetzt hier sieht, die Achsen, Differential, schaut eigentlich alles. Also für das Alter kannst du jetzt wirklich nicht meckern. Nein, Da kannst du nicht meckern. kann man nicht. Aber ich schaue halt auch auf meine Autos. Sperrfahrer übrigens auch. Ich glaube 25%. Macht schon Spaß. Also ich fahre ihn sehr gerne. Ja, Aber das glaube ich. Aber wann bist du ihm jetzt das letzte Mal gefahren? letztes Jahr, glaube ich, wo ich den Kühler... Nein, stimmt nicht. Wo ich ihn aus der Halle hierher geholt habe. Da bin ich das letzte Mal gefahren. So, schauen wir uns mal den Innenraum an, oder? Ja, gerne. Ich mach die auf. Deine Sitze schauen ja noch top aus. Ja, die sind auch. Also A, hat meine ehemalige Freundin die Jule, die ja Aufbereiterin ist, da gute Arbeit geleistet. Ich glaube zumindest, dass wir den mal aufbereitet haben. Ja, ich glaube schon. Ja, vor allem ist Aber es auch noch so schön hell. Aber Also von Haus aus war die Ausstattung oder ist die Ausstattung in einem guten Zustand. Weil normalerweise reißen ja die Sitze immer gern hier auf, aber das hat die ja gar nicht. jetzt zumal gerade, wenn du jetzt, sag ich mal, so hellen Stoff hast, ist er ja auch gerne mal dreckig. Da musst du mal aufpassen, dass du dich wirklich nicht mit dreckigen Klamotten reinsetzt. Und das ist dann Aber- immer fleckig, aber hier gar Aber nichts. gut, Beifahrer sowieso, wenn dann ich als Fahrer, aber ich hatte Wie schaut auch, deiner aus? gut, aber ich hatte auch immer einen Sitzbezug drauf, wenn ich mit Arbeitsklamotten gefahren bin. Ja. Warte, ich gehe mal weg, dann sieht man's. Nee, der schaut wirklich noch... Ja, sonst hast du ja auch immer gerne mal beim Einstieg halt, dass Aber da das auch hat wirklich der Löcher nicht, drin nee. sind. Und wie gesagt, ich bin mit Arbeitsklamotten immer mit Sitzschoner gefahren. Mhm. Ja, und dann wegen der hellen Ausstattung. Das ist ein M-Technik 2, was ja eigentlich nicht reingehört, weil es ein Vorfacelift war, aber schon drin. Ah, okay. Ich habe aber vor, ein M-Technik 1 reinzumachen. Also willst du umrüsten? Ja. Genau. Schiebedach hat er auch? Schiebedach Ich glaub, hat er auch. Es geht auch. bist du Schiebedach-Freund? Weil viele sind immer so, na, Schiebedach mag Das ich ist mir nicht. eigentlich total egal, aber ich finde Schiebedach eigentlich ganz cool, obwohl ich eigentlich Ausstellfenster am meisten feiere. Also Golf 1 zum Beispiel, Jetta mit Ausstellfenster finde ich eigentlich am geilsten. Aber ansonsten ist alles original geblieben. Ja, nein, das Außer das Radio Radio. nicht. Aber das war auch schon drin. Baust du es auch noch auf Original zurück? Oder? Weiß ich nicht. Ich habe schon gesehen, da hinten, Klopapierrolle. Ja, die hat mir meine Mama zum 18. Geburtstag gehäkelt. Und in Golf passt sie einfach nicht rein und die ist dann in meinen ersten E30 hinten auf die Hutablage reingekommen und somit in jeden E30 gewandert und jetzt ist sie halt da drin. Ja. Die war mal ein bisschen mehr rosa, aber die ist schon ein bisschen ausgeblichen. Ja, eigentlich, schade, ich wäre eigentlich auch gerne mal eine Runde mit dir mit dem E30 gefahren, weil das Feeling ist einfach so Ja. geil in so einem alten Auto. Und E30 feiere ich sowieso mega. Aber er ist leider nicht angemeldet. Aber vielleicht können wir das ja, wenn er irgendwann mal fertig ist. Dann habe ich ihn vor, entweder mit der roten Nummer, also ich möchte mir Oldtimer rote Nummer holen. Genau. Also du könntest eigentlich für deinen Bestand langsam selber rote Kennzeichen. Ja, deswegen sage ich ja, das macht halt langsam Sinn. Ja, Bei der Flotte, die du jetzt hast. ja. Habe ich schon vor. Ich weiß noch nicht, welches Auto ich zuerst auf rote Nummer dann anmelde und fahre. Man kann ja bis zu 15 Fahrzeuge oder 12 Fahrzeuge kann man darauf anmelden. Aber die müssen halt alle schon 30 sein. Genau. Und dann hat man auch diesen Stress nicht mehr mit der Einträgerei. Man hat den Stress nicht mehr mit... also klar darf man jetzt nicht alles verändern. Das Auto wird ja auch geprüft dann. Ja. So eine Art Haarabnahme ist es ja dann. Aber man muss halt auch nicht mehr alle 2 Jahre zum TÜV. Praktisch. Ja, aber bei meiner Fahrzeugflotte macht das jetzt langsam mal Sinn, weil jedes Auto auf Saisonkennzeichen gibt schon ganz schönes Geld und der ist nicht günstig. Ja, das glaube ich. Oh, also ich hatte noch Fragen wieder. Da waren diesmal wieder ganz viele Fragen. Ich glaube, als ich gesagt habe, ich filme den E30 ab bei der Sarah, da sind die Fragen. Also wir haben sehr viele Fragen auf jeden Fall und ich würde sagen, die beantworten wir jetzt mal. Jo. Keine Frage, aber willkommen im Club, E30 Club. Yeah. Tolles Auto. Danke. Schon mal über einen Opel nachgedacht? Nein. Obwohl ich sagen muss, ja, VW und Opel und so, aber so ein CQP würde ich jetzt nicht Nein sagen. Also nicht abgeneigt. Nein. Werden Oder wir- wenn Manta, dann nur A-Manta. Hast du ihn schon mal hinten rumgelassen? Natürlich, nicht umsonst fahre ich Heckantrieb im Winter. Das ist meine Frage. Da braucht man bei dem Auto auch nicht viel. Ich meine 2,7 Liter Hubraum, Drehmoment, Sperre. Ja, was soll man dazu noch sagen? Dein erster Gedanke, als du realisiert hast, dass das dein Auto ist? Kann ich nicht sagen, weil
Das ist ja mein 5. E30er, so mein 3. Etta. Aber ist schon cool, vor allem mit den Schnitzerfelgen. Hatte ich ja schon mal drauf, aber die will ich jetzt herrichten lassen. Genau. Was gefällt dir am meisten an einem E30? Das ist einfach der Charakter von dem Auto. Ich stehe halt auf Kanten und Ecken und Heckantrieb und Sperre und Drehmoment, Hubraum. Ja, weiß ich nicht, ist halt einfach ein Klassiker, so wie es ein 1er Golf, ein 2er Golf auch ist und auch schöne Autos sind. Ja. Hattest du schon mal übliche Krankheiten vom E30? Was heißt üblich? Hinterachslager ist so eine Sache, habe ich bei dem jetzt aber noch nicht gemacht. Mein Zahnriemen musst du sowieso bei den Zahnriemenfahrzeugen machen. Also er ist speziell, er ärgert mich halt. Oder generell meine BMWs, die ärgern mich mehr, wie es meine VWs tun. Sind zickig. Ja. Lieber Klassiker oder neue Fahrzeuge? Klassik. Habe ich noch nicht mal ausgesprochen. Warum hast du keinen Mercedes? Weiß ich nicht, also gegen 190er oder wie heißt da? SEC hätte ich jetzt auch keine Einwände. Aber hat sich halt einfach noch nicht ergeben. Wie kommst du auf deinen Instagram-Namen? Durch mein Golf. Die Farbe heißt Antilopenbraun Metallic. Ja, das hat man Und irgendwie hat einer mal zu mir gesagt Antilopenbeschleuniger und das ist geblieben. Geile Farbe, tolles Mädchen. Danke. Letzte Frage. Würdest du deinen E30 wieder hergeben? Nein, Also Nein. Der bleibt. der bleibt. Der wird jetzt Der hergerichtet, wird hergerichtet, ja. und bleibt dann quasi Ja, der für immer. bleibt. Den gebe ich nicht her. Ich glaube, ich dann auch nicht mehr Nein, von den nein. hergerichteten Ich Autos. wollte immer einen E30 Etta, aber was heißt immer, halt damals, als ich mit den E30 angefangen hat. Und ja, jetzt habe ich einen und den gebe ich nicht her. Dann vielen lieben Dank, dass du zum 4. Mal ein Auto von dir Ich vorgestellt hast. danke, dass du wieder nach München gekommen bist. Wir haben ja noch ein paar Autos jetzt Genau. vor uns. 6 Stück. Ich komme auf jeden 5, Fall 6 vorbei mit dem nächsten. Dann vielen lieben Dank. Passt. Ciao. Und dann lasst uns wieder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch auch gerne Sarahs Instagram-Profil in die Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Macht's gut.